Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist wieder mal die Berlin-Reporterin. Ist sie natürlich nicht. Aber ich bin hier gestern Abend lang gefahren und habe gesehen, wie hier Tische aufgebaut wurden. Die seht ihr hier hinten. Und dann seht ihr auch so ein goldenes Ding da. Und da habe ich mir gedacht, na, das ist doch jetzt mal Zeit, dass ich auch mal so einen kleinen Beitrag leiste hier zum Humboldt-Forum, beziehungsweise zum Berliner Stadtschloss, was hier aufgebaut wurde in den letzten fast 10 Jahren. Also es hat nicht ganz eine Dekade gedauert, aber ist doch schon ziemlich lang. Das sollte eigentlich letztes Jahr eröffnet werden. Ende letzten Jahres, das hat nicht ganz stattgefunden. Ja, ist ja nichts Neues in Berlin, ne? Oder überall auf der Welt gibt es Verzögerungen. Und ja, das soll jetzt Stück für Stück im Jahre 2020, also dieses Jahr, eröffnet werden. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das mal als Anlass, weil man ja hier schon das Kreuz sieht, ja, zu erklären, was passiert hier eigentlich. Denn die meisten Leute fragen mich, ja, was passiert hier eigentlich? Was soll das? Und so weiter und so fort. Wir stehen hier an einem Ort, an einem höchst brisanten Ort, beziehungsweise genau gegenüber stehe ich von diesem höchst brisanten Ort, über den in den letzten 15 bis 20 Jahren heiß diskutiert wurde. Hier stand nämlich eigentlich das Stadtschloss, ja, und das wurde hier gebaut an einer Stelle, wo eigentlich mal eine mittelalterliche Burg stand, bis Mitte des 15. Jahrhunderts. Dann hat Kurfürst Eisenzahn, so hatte man ihn auch genannt, das war sein Spitzname, entschieden, ich brauche hier ein Schloss, obwohl die Berliner dagegen waren. Das hat ihn aber nicht interessiert, er wollte ein Schloss haben. Und dann hat er das hier bauen lassen, Stück für Stück wurde das immer erweitert. Und diesem Bau, also zumindest das Design, was ihr hier seht, ist original nachgemacht nach dem Design von Andreas Schlüter. So, und was ihr allerdings jetzt hier seht, ist die historische Außenseite. Es gibt 3 historische Außenseiten. Das hat sich Franco Stella, der Architekt Franco Stella aus Italien, überlegt, der auch gewonnen hat mit der Ausschreibung Mitte der 2000er. Und auf der Rückseite, die Seite, die ich immer sehe, ne, ist die unglaublich hässliche, meiner Meinung nach, moderne Seite. Wieder typisch, einfach nur Schießschartenfenster und Gussbeton und dann steht da Humboldt-Forum drauf. Toll, große Klasse. Eine Weide wurde bisher gepflanzt auf dieser Seite. Ansonsten sollen hier auch noch ein paar mehr Pflanzen hingepflanzt werden die nächsten Zeit. Aber was passiert hier? Morgen um 6 Uhr früh wird hier dieses Kreuz innerhalb von 2 Stunden oben auf die Kuppel raufgebracht. Also so zumindest ist das Ziel. Aber das ist nicht alles, sondern es wird auch einen Ring geben mit 8 Engeln oder Cherubim nennt man die. Die fassen sich an die Hände und dann kommt sozusagen dieses Kuppelkreuz da oben mit drauf. Also erst die Engel oben rauf, zack, und dann kommt da dieses Kreuz noch mit oben auf die Engel oben drauf. Ja, und darüber wird viel debattiert, denn ich werde euch ja gleich mal erzählen, was da eigentlich mit rein soll. Also, es ist abgesehen davon noch ganz interessant, ihr seht da oben so einen blauen Ring. Und dort steht ein Bibelzitat drauf. Also ich erzähle ich euch das mal in vereinfachter Form. Und zwar, es gibt kein anderes Heil als Jesus, vor dem alle auf die Knie gehen sollen, im Himmel, auf und unter der Erde. Ist ein bisschen länger und ein bisschen umständlicher formuliert. Das Ganze hat sich eigentlich 1848 König Friedrich Wilhelm IV. Ausgedacht, dass das da rauf soll und ran soll. Und hier stand eigentlich vor 20 Jahren noch, naja, ein bisschen länger noch, also nicht ein bisschen länger her, sondern vor ungefähr 14, 15 Jahren stand hier eigentlich noch der Palast der Republik. Hier wurde nämlich das Schloss in den 50er Jahren ursprünglich gesprengt. Das hätte man wieder aufbauen können, wollte man aber zu DDR-Zeiten nicht, weil es eben symbolisch für die Monarchie stand, was ja auch stimmt, da waren ja die Preußen drin. Und dann hat man das abgerissen, dann hat man da in den 70er Jahren den Palast der Republik aufgebaut, wo das sogenannte Scheinparlament, Volksparlament drin war, aber auch viele andere Veranstaltungsorte, große Säle, eine Bowling-Arena, Cafés, Restaurants und so weiter und so fort. Und das war natürlich mit Asbest verbaut worden und dann hat man das nach der Wiedervereinigung saniert. Also man hat erstmal Asbest entfernt und dann hat der Bundestag entschieden, 2006 oder 2007, 2006 hat der Bundestag entschieden, dass es abgerissen werden soll. Und dann hat man den Palast der Republik abgerissen und hat dann quasi eine Ausschreibung gestartet, um das Schloss aufzubauen. Ja, in diesem Schloss, vielleicht noch kurz
was das alles kostet. Also Gesamtkostenstand Ende 2019 sind 660 Millionen Euro. Das reicht aber noch nicht. Das ist Stand 2019. Vielleicht haben es einige mitbekommen, da ist eine Gasflasche explodiert an dem einen Tor hier rechts vom Schloss. Und dann gab es total viel Ruß. Ja, ist alles schwarz gewesen, der ganze Toreingang und so weiter. Und das musste alles gesäubert werden. Ich kann mir vorstellen, dass das auch einige Tausende Euro gekostet hat, wenn nicht sogar mehr, das wieder zu reinigen. Ja, und jetzt aber mal zu, was passiert in diesem Schloss. Und zwar kommt dort das Ethnologische Museum rein, das Museum für asiatische Kunst der staatlichen Museen, die Berlin-Ausstellung des Stadtmuseums, dann noch ein Humboldt-Labor der Humboldt-Universität und Wechselausstellungen und Veranstaltungen werden da stattfinden. Das wird, wie gesagt, ab Ende 2020 alles Stück für Stück eröffnet. Was ist nun das Humboldt-Labor? Das Humboldt-Labor soll eine lebendige Ideenwerkstatt auf rund 1000 Quadratmeter sein, in der Spitzenforschung in einem Dialog mit dem Publikum tritt. Besucher sollen erleben, wie wissenschaftliches Forschen jeden betrifft. Okay, ich bin gespannt. Die Berlin-Ausstellung soll einen Austausch zwischen Berlin und der Welt zeigen, anhand von Themenräumen. Genauer soll es um die Stadtgesellschaft und ihre Menschen, Leben und Arbeitsbedingungen und umgebende Natur gehen. Außerdem soll es um die Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Welt, also Berlin als Bindeglied gehen. Und das sind also erstmal die Sachen, die in dem Schloss sind. Ehemalige, Ausstellungsstücke, die noch aus der Kolonialzeit der Monarchie herkommen. Das heißt, hier ein Prunkbau der, der Parteidiktatur wurde entfernt. Und jetzt steht hier wieder ein Stück Monarchie mit einem theologischen, gläubigen Spruch und einem Kreuz noch oben drauf und dass wir vor Jesus auf die Knie gehen sollen. Ein Spruch, der sich der Monarch überlegt hat, wie ihr seht. Also ich bin immer noch nicht überzeugt von dem Schloss. Versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts dagegen, dass hier ein Gebäude gebaut wurde, wo Museen rein sollen. Ganz im Gegenteil, finde ich alles okay. Meinetwegen macht es. Meinetwegen reißt auch den Palast der Republik ab, weil er symbolisch steht für Diktatur, was auch immer. Aber ich hätte mir tatsächlich wirklich ein architektonisch unabhängig, also geschichtsunabhängiges Gebäude hier gewünscht, was irgendwie total modern und abgefahren ist, weil davon haben wir eigentlich noch zu wenig. Ja. Es gibt einfach so geile Gebäude, die modern sind in der Welt. Und warum haben wir nicht hier ein richtig cooles, modernes, abgefahrenes Gebäude hierher bekommen in Berlin? Dafür hätte ich gerne 660 Millionen ausgegeben. Ich persönlich sehe tatsächlich das so, als ist das quasi ein Grabstein, den sich hier viele grauhaarige Herren gesetzt haben. Ja, also ich war da einmal zur Baustelleneröffnung und da waren dann die ganzen Herren mit ihren grauen Haaren, die zu dem Verein mitgehörten. Und ja, ich persönlich, wie gesagt, halte davon nicht viel. Aber ich bin nicht die Einzige. Es gab ja sogar eine Bürgerbewegung, die sich dafür eingesetzt hat, dass der Palast der Republik erhalten bleiben soll. Ja, aber das war noch nicht alles. Hier gibt es noch mehr Diskussionen, Grund zur Diskussion an diesem Platz. Und zwar seht ihr hier nämlich ein Fundament, wo einmal das Kaiser-Wilhelm-Denkmal eigentlich stand. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber hier sind so Plexiglas Schilde vorgemacht, so Flächen. Dort sind nämlich Zwergfledermäuse. Und diese Fledermäuse leben hier unten drunter unter diesem Gemäuer. Und um die gab es natürlich berechtigterweise eine große Diskussion, weil es viele gibt, die dort leben. Und jetzt musste hier Fundament reingebaut werden, damit man hier nämlich ein Denkmal setzen kann. Das ist nämlich ein Denkmal, könnte man schon sagen. Und zwar die sogenannte Einheitswippe. Die ist nach langem Hin und Her nun doch im letzten Jahr genehmigt worden vom Bundestag und soll an das friedliche Erreichen der deutschen Einheit erinnern. Und dafür gab es strenge Auflagen, damit das umgesetzt werden kann, und zwar zum Schutz dieser Fledermäuse. Unter anderem werden nun im Plenterwald noch mehr Lebensräume geschaffen. Plenterwald ist relativ weit weg, ein bisschen hoch, die Spree hoch, ja, da rechts runter. Und das wird eine riesengroße begehbare Waage sein, die vom Architekturbüro Müller und Partner designt wurde. Kostet etwa 17 Millionen Euro und ist eine riesige goldene Schale, die sich bewegt, je nachdem, wohin sich die Besucher bewegen. Ob da beeinträchtigte Leute raufkommen können,
ist immer noch die Frage, eher unwahrscheinlich, dass das klappt, dass sie sich auch bewegen können, abgesehen davon. Das ist also ein Kritikpunkt. Und ja, auf dieser vergoldeten Unterseite dieser Schale gibt es dann Bilder aus der Wendezeit zu sehen und auf der Oberseite der Schale befinden sich Losungen der Montagsdemonstranten zur Zeit des Mauerfalls, zum Beispiel "Wir sind das Volk, wir sind ein Volk". Ja, genau. Und diese Wippe wird genau hier drauf gebaut werden. Also da wurde jetzt im Mai auch mit begonnen. Allerdings dadurch, dass hier diese Feierlichkeiten stattfinden, wahrscheinlich morgen früh, ist das jetzt mal kurz pausiert worden. So, das jetzt mal kurz und knackig hier, zu diesem Schloss. Jetzt wisst ihr Bescheid und ja, macht damit, was ihr wollt. Ne? Das nächste Mal, wenn ihr herkommt, vielleicht Ende 2020, habt ihr die Gelegenheit, hier vielleicht mal in das Schloss reinzugehen und euch zu informieren über die Wissenschaften und was das mit euch zu tun hat und wie Berlin die Welt beeinflusste und wie die Welt Berlin beeinflusste. Ja. Es ist hier übrigens recht früh, 6 Uhr morgens, kurz vor der Arbeit. Die Bauarbeiter sind alle schon vor Ort. Und da zeige ich euch noch mal ein bisschen hier, wie das hier morgens noch so aussieht, nachdem die Welt wieder losgegangen ist. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.